Niemand spricht über dieses Wundermittel. Aber warum? Vielleicht, weil Medikamente mehr Geld machen? Ich weiß es nicht. Ich habe jedenfalls dieses Präparat genommen. Und dann habe ich diese phänomenalen Erfahrungen damit gemacht. Die allermeisten Menschen kennen das Gefühl der Angst, wenn sie tatsächlich bedroht sind. Das bedeutet, wenn jemand vor ihnen steht und ihnen etwas antun möchte. Oder wenn sie merken, oh Gott, ich glaube, ich bekomme gleich einen Herzinfarkt. Oder sie stehen kurz davor, einen Autounfall oder irgendeine andere Art von Unfall zu haben. In dieser Situation streut dann der Körper Adrenalin aus. Und wenn man dann Angst hat, ist es eine Schutzfunktion und völlig gerechtfertigt. Bei mir war das ganz anders. Bei mir war das in meiner schlimmsten Zeit so, dass ich in der Früh aufgestanden bin und hatte schon an der ersten Sekunde, wie ich aus dem Bett rausgegangen bin, Angst, Panikattacken. Und man fragt sich da, so der gesunde Menschenverstand fragt sich da selber in diesem Moment, ich bin doch nicht bedroht, was ist denn da los? Wieso habe ich die ganze Zeit diese schlimmen Symptome? Ich musste mich in der Früh teilweise erbrechen vor Angst. Die Gedanken haben gekreist, immer wieder um dieselbe Thematik, so dass man kurz davor war, dass das Gefühl in mir oder beziehungsweise der Gedanke in mir entstanden ist, ich glaube, ich bin an den Punkt angelangt, an dem ich meinen Verstand verliere oder verrückt bin. Und kennst du das von dir auch? Ich bin natürlich zur ersten Anlaufstelle gegangen, zu meinem Hausarzt. Und der verschrieb mir dann prompt sofort ein Benzodiazepin. Tavor, das kennst du vielleicht, die allermeisten kennen das. Und ich dachte mir dann, was ist denn das? Also fing ich an zu recherchieren und im Internet standen dann schlimme Dinge über dieses Medikament. Es macht süchtig und es verändert den Charakter und etc. und etc. Und das hat mir natürlich große Angst gemacht. Und ich war damals ein totaler Laie und hatte vor dieser ganzen Materie gar keine Ahnung. Wenn du wissen möchtest, wie diese Medikamente wirken, hier oben auf den i ein Video von mir darüber. Jedenfalls habe ich mir dann gedacht, es kann doch nicht sein, dass ich gleich solche harten Drogen verschrieben bekomme. Kann ich nicht irgendwie was anderes benutzen, wie Baldrian oder solche Naturheilmittel? Und ich habe da ganz viele verschiedene Dinge ausprobiert und du kennst es selber, da gibt es ja so viel, eine ganze Bandbreite davon. Aber irgendwie war da das eine oder das andere dabei. Das hat mich so kurzfristig meine Nerven so ein bisschen beruhigt, wie man früher gesagt hat. Und ich bin auch ein bisschen wieder so runtergekommen. Aber da war so irgendwie nichts dabei, wo ich gesagt habe, ey, das hilft so richtig. Was soll das jetzt nun also heißen? Ich muss wirklich diese Tavor und Benzodiazepine nehmen. Das war dann natürlich meine größte Angst in diesem Moment. Und dann stieß ich auf dieses Präparat. Dieses Präparat ist kein Medikament und frei verkäuflich. Und das Gute daran ist, es tut auf ganz natürliche Art und Weise in unserem Gehirn auf den Rezeptor Serotonin, Dopamin und GABA einwirken. Bei mir hat es am Anfang tatsächlich, ohne Rausch natürlich, sehr beruhigend gewirkt. Es wirkt nämlich sehr beruhigend, sedierend. Aber wie gesagt, ohne Rausch. Du bist nicht irgendwie benommen oder irgendwie so neben dir stehen wie bei Alkohol oder irgendwelchen Drogen oder gar wie bei Benzodiazepinen. Und es fördert den Einschlaf. Also praktisch, dass man besser einschläft und durchschläft. Man wird im Allgemeinen ruhiger. Und ich habe diese Erfahrungen mit diesem Präparat gemacht. Und ich habe auch von anderen Menschen, die in meinen Coachings sind, mittlerweile gehört, dass sie ähnliche Erfahrungen damit machen. Selbst die weltberühmte Sängerin Taylor Swift nimmt dieses Präparat und schwärmt davon. Und sie sagt sogar, sie versteht nicht, warum nicht mehr Menschen dieses Präparat nehmen, wenn sie unter Angstzuständen, Stress oder Burnout leiden, statt immer gleich zuerst Antidepressiva nehmen zu wollen. Und du denkst dir jetzt bestimmt, der Juan, der redet doch hundertprozentig über Zitronenmelisse. Und nein, es ist nicht Zitronenmelisse, aber du solltest es unbedingt mit Zitronenmelisse kombinieren. Warum? Zitronenmelisse wirkt sehr stark gegen antioxidativen Stress. Außerdem greift es auch in den GABA-Rezeptor ein und sorgt für eine beruhigende Wirkung und außerdem für eine kognitive Verbesserung. So zeigen das unter anderem verschiedene Studien. Also, nimm dieses Präparat zusammen mit Zitronenmelisse ein und du bekommst die höchste Wirkung, die du daraus schöpfen kannst. Diese einzigartige Wirkung wurde in mehreren Studien nachgewiesen. Zum Beispiel wurde in einer Studie mit 18 japanischen Studenten die Wirkung dieses Präparats auf die Aufmerksamkeit und Reaktionszeit untersucht. Die Studenten wurden anhand ihrer Antworten auf eine Reihe von Fragen in Gruppen mit hohem Angstanteil und mit geringem Angstanteil eingeteilt. Beide Gruppen erhielten dieses Präparat und die andere Gruppe natürlich ein Placebo. In wiederholten Experimenten führte es dann zu folgenden Ergebnissen. Die Ergebnisse zeigten einen signifikanten Anstieg der Alpha-Wellenaktivität im Gehirn, eine verringerte Herzfrequenz, eine verbesserte kognitive Leistungsfähigkeit und verbesserte Reaktionszeiten.
Diese Wirkungen wurden vor allem bei Personen in der Gruppe mit dem hohen Angstanteil festgestellt. Jetzt fragst du dich bestimmt, was sind denn Alpha-Gehirnwellen? Alpha-Gehirnwellen sind eine Messmethode, mit der man die Gehirnaktivität, also das Gehirn, die biochemische, holographische, elektrische Maschine des Gehirns praktisch, wenn man so möchte, vorstellen kann. Das sind nämlich alle deine Gedanken, Emotionen und Empfindungen und Wahrnehmungen innen drinnen abgespeichert. Also diese ganzen Kommunikationen, wenn man so möchte, in Neuronen, in deinen Gehirnzellen. Und das kann man damit messen. Das sind diese ganzen Denkmuster, die da innen drinnen abgespeichert sind. Im Laufe des Lebens entwickeln sich nämlich diese Gedanken- und Gefühlsmuster bei uns da drinnen. Diese Muster verdrahten sich immer wieder mit den neuen Neuronen und das sind diese Alpha-Gehirnwellen, die man da drinnen messen kann. Diesen Prozess könnte man auch Neuroplastizität nennen. Ja, und jetzt enthalte ich dir das Präparat selbstverständlich nicht mehr vor. Es ist L-Theanin mit, wie eben schon genannt, Melisse zusammen kombiniert, hat mir dabei so gut geholfen, die ganzen anderen Methoden, Meditationen, ATT-Training, aber auch das Verständnis über die Gedanken und so weiter, dabei mir so gut geholfen, da besser herauszukommen, weil mich dieses Präparat, ja, wenn man so möchte, sehr stark dabei unterstützt hat, diese Verdrahtungen neu zu programmieren. Und ja, die Studien, die beweisen das auch und darum sagt scheinbar auch Taylor Swift, dass ihr dieses Präparat so gut hilft und ich kann darauf echt eines nur sagen, es stimmt und es hat mir echt geholfen und deswegen verlinke ich es dir auch einmal in der Infobox, wo du es dir bestellen kannst, wenn du daran Interesse hast und ich habe damit sehr, sehr gute Ergebnisse bekommen. Die innere Unruhe wurde schon nach Tagen sehr, sehr viel schwächer. Ich konnte leichter wieder einschlafen und ich hatte auch ein bisschen so ein, wie soll ich es am besten ausdrücken? Ich glaube, das nennt man so, die Stimmung war mehr so in der Mitte, also die war nicht mehr so unten, das war einfach ein bisschen mehr so in der Mitte innen drin, so ähnlich wie bei Lithium, wenn einer zum Beispiel eine bipolare Störung hat, ne? Nur, dass man nicht gleich hier ein Lithium nehmen muss, aber wenn dich interessiert, was Lithium ist und wie es wirkt, verlinke ich das hier einmal auf der Endcard und ich bedanke mich fürs Zusehen, dein Juan, Namaste.